Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor genau 842 Tagen, am 13. November 2019, standen wir in ähnlicher Konfiguration schon mal vor der blauen Wand hier in der Staatskanzlei und haben an diesem 13. November 2019 die Entscheidung mit Freude zur Kenntnis genommen, die Elon Musk am Abend vorher in Berlin verkündet hatte, nämlich dass Tesla die Ansiedlung und den Bau seiner Gigafactory für Europa in Brandenburg in Grünheide angehen will. Wir haben damals gesagt, dass die Rahmensetzung, die Erwartungen, die Tesla an uns stellt, sehr große Erwartungen sind und dass wir alles tun werden, um diesen Erwartungen gerecht zu werden. Wir haben alles getan, wir haben mit vereinten Kräften hart gearbeitet und deswegen möchte ich mich hier bei all denen bedanken, die mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, dass wir heute hier stehen können und Ihnen sagen können, der Genehmigungsbescheid für dieses große Vorhaben ist heute an Tesla übergeben worden. Besonders bedanken möchte ich mich bei allen Landesbehörden, die beteiligt waren. Axel Vogel mit dem Umweltministerium war einer der Hauptakteure, Ulrich Stock für das Landesumweltamt mit den Beschäftigten des Landesumweltamtes. Auf der anderen Seite Jörg Steinbach mit Steffen Kamrath von der Wirtschaftsförderung Brandenburg, Entschuldigung, nicht Berlin-Brandenburg, dann aber natürlich neben der Landesverwaltung, wo weitere Ministerinnen und Minister beteiligt waren, auch an der Taskforce, wie beispielsweise Herr Beermann mit der gesamten Kompetenz des Verkehrsministeriums, auch Katrin Lange, weil es ja auch immer um finanzielle Voraussetzungen geht. Also ein Großteil der Landesverwaltung war mit beteiligt, natürlich auch die Staatskanzlei unter der Leitung von Katrin Schneider. Ich möchte mich aber noch mal ganz besonders bedanken bei denen, die nicht direkt in der Landesverwaltung beschäftigt sind, sondern die wichtige Teile der Verwaltung unseres Landes sind. Und das ist nämlich der Landkreis Oder-Spree. Herr Gehm vertritt hier heute den Landrat, Herrn Lindemann. Der Landkreis hat eine wichtige Arbeit in den gesamten Genehmigungsverfahren leisten müssen und unter Hochdruck auch geleistet. Und ich möchte mich bedanken bei Arne Christiani, dem Bürgermeister der Gemeinde Grünheide, der mit von allen, die ich genannt habe, kleinsten Verwaltung auch Großes zu leisten hatte in den letzten reichlich 2 Jahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Genehmigungsverfahren war für uns eine Mammutaufgabe. Es war eine Aufgabe, die uns dazu gezwungen hat, ich glaube, man kann es so sagen, vertikal, nämlich zwischen den Teilen der Landesverwaltung, aber auch horizontal zwischen den Teilen der Landesverwaltung, aber auch vertikal mit der Gemeinde und dem Landkreis intensiv zu kooperieren. Deswegen war es auch immens wichtig, dass wir relativ schnell die Taskforce Tesla gegründet haben. Ich habe die Sitzung dieser Taskforce geleitet und die Taskforce Tesla hat sich gerade eben getroffen zum 27. Mal. Und die Taskforce Tesla, das wurde uns auch eben noch mal von Tesla-Seite bestätigt, war eine der Erfolgsgaranten für dieses große Projekt. Heute konnten wir in der Sondersitzung der Taskforce den Vertretern von Tesla den 600-seitigen Genehmigungsbescheid mindestens symbolisch übergeben. Die Produktionsaufnahme, die Produktion erster Autos kann aber erst nach der im Bescheid genannten Abnahme erfolgen und dazu müssen die im Bescheid genannten Auflagen erfüllt werden. Aber falls Sie da noch Genaueres wissen wollen, werden wir die Fragen auch gerne beantworten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Tesla-Vertreter hatten gerade, als wir zusammengesessen haben, ein T-Shirt an. Und da stand drauf, March the Force be
with you. Also möge der 4. März mit dir sein, wenn ich es mal in meinem Darth Vader-Englisch übersetzen darf. Aber ich glaube schon, dass der heutige Tag, dieser 4. März, für Brandenburg ein großer Schritt in die Zukunft bedeutet. Ein Schritt, von dem wir wahrscheinlich erst in einigen Monaten, Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten sehen werden, wie bedeutend er wirklich war. Ich bin fest davon überzeugt, dass in 20, 30, 40 Jahren, wenn man dann zurückblickt auf die Geschichte Brandenburgs, es eine Zeit geben wird vor Tesla und es wird eine Zeit geben mit Tesla. Und diese Zeit erleben wir jetzt schon. Wir erleben, dass nicht nur in Grünheide eine industrielle Entwicklung eingesetzt hat, auf einem Areal, wo wir jetzt diese Fabrik errichtet haben, wo mittlerweile fast 3.000 Menschen arbeiten und jeden Monat neue dazukommen, sondern dass diese Entwicklung eine Entwicklung ist, die im gesamten Land Brandenburg zu spüren ist. Wir sind das Land der erneuerbaren Energie. Wir sind das Land, das einen Spitzenplatz beim Ausbau der erneuerbaren Energie hat, und das schon über Jahrzehnte. Aber es hat sich wirtschaftlich für uns noch nicht in dem Maße ausgezahlt in den letzten Jahren. Jetzt, in dieser Phase unserer Entwicklung, zahlt sich dieser hohe Entwicklungsstand, dieser Spitzenplatz für Brandenburg aus. Denn neben den guten geografischen, neben den räumlichen Voraussetzungen, neben dem Fachkräfteangebot hier in der Region und der hohen Dichte an Universitäten und Instituten war auch das Angebot an erneuerbaren Energien ein ganz wesentlicher Punkt für diese Investition. Wir können in Brandenburg klimaneutrale Produkte klimaneutral produzieren. Und deswegen ist auch dieser Weg des Ausbaus der erneuerbaren Energien über die letzten Jahrzehnte schon begonnen, Anfang der 90er Jahre, auch mit vielen Diskussionen begleitet, wie Sie alle wissen, der richtige Weg gewesen und der Weg, der uns auch in der Zukunft weiterbringen wird. Und es geht noch was wesentlich zum Erfolg dieses Projektes beigetragen hat, und das ist unsere Brandenburger Zurückhaltung und Demut. Denn als Elon Musk vor die Presse getreten ist, war er ja nicht der Erste, der davon wusste, oder es waren nicht die Ersten, die im Raum waren, die davon wussten, dass dieses Projekt hier in Brandenburg realisiert werden soll. So hat sich auch die Brandenburger Zurückhaltung bei der Verkündung von Investitionsentscheidungen von Investoren auch hier wieder bewährt. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Codename Anuschka, einige werden sich daran erinnern, die Geschichte ist ja schon mehrfach erzählt worden. Aber ich glaube, auch das hat sich ausgezahlt. Was wir momentan erleben in Brandenburg, ist ein neues Kapitel in unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Es ist aber auch vor allen Dingen ein neues Kapitel in unserer industriellen Entwicklung. Erstmals seit 1990 werden in Brandenburg wieder Wertschöpfungsketten aufgebaut. Wir sind nicht mehr die verlängerte Werkbank des Westens, wie es uns immer nachgesagt worden ist, sondern wir sind in Teilen, gerade was die klimaneutrale Produktion betrifft, mittlerweile ein Land, das Wertschöpfungsketten aufzubieten hat. Und da denke ich nicht nur an Grünheide. Brandenburg ist das Land der klimaneutralen Mobilität. Und ich glaube, dass diese Chancen, die diese Entwicklung bietet, unser Land wirklich in den nächsten Jahren nicht nur voranbringen, sondern auch deutlich prägen wird. Wir haben dieses Projekt in Verantwortung für unser Land Brandenburg bis zur Genehmigung begleitet. Wir haben dieses Projekt aber auch in Verantwortung für den gesamten Standort Deutschland bis zur Genehmigung gebracht. Sie wissen, was damals auch deutschlandweit bezweifelt wurde, ist es überhaupt möglich, in Deutschland die Vorgaben, die Tesla gemacht hat, zu erfüllen? Ist es möglich, innerhalb von 2 Jahren das drittgrößte Automobilwerk in Deutschland
über das reden wir hier immerhin, aufzubauen und zum Erfolg zu führen, oder geht das unter deutschen Genehmigungsvoraussetzungen nicht? Wir haben in diesem Projekt viel gelernt. Wir haben auch gelernt, dass im deutschen Planungs- und Genehmigungsrecht heute vieles möglich ist, aber dass sich auch vieles ändern muss. Das ist eine Diskussion, die werden wir auf der Bundesebene weiterführen. Aber heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es zunächst, was unsere wirtschaftliche Entwicklung betrifft, was die Entwicklung unseres Land Brandenburgs betrifft, ein sehr, sehr guter Tag für das gesamte Land Brandenburg und ich glaube auch ein guter Tag für Deutschland. Für wie lange gilt die Genehmigung? Also muss sie nach einer bestimmten Zeit wieder geprüft werden? Und es wurde oftmals von mehreren Phasen der Fabrik gesprochen. Was passiert in der ersten Phase des Werkes, in der zweiten und so weiter? Herr Stock, bitte beantwortet die Frage. Emissionsschutzrechtliche Genehmigungen werden ohne Befristung ausgesprochen. Also auch diese. Und zu den weiteren Genehmigungsverfahren, es sind uns bis jetzt keine Antragsunterlagen vorgelegt worden zu irgendwelchen Erweiterungen. Das liegt jetzt in der Hand von Tesla, ob sie jetzt irgendwelche Betriebserweiterungen noch planen. Derzeit haben wir, wie gesagt, keine Anträge auf dem Tisch.